Meine Eibe benötigt einen neuen Haarschnitt und im folgenden Video werde ich euch einfach mal zeigen, ja, wie ich das halt so mache. Ich schneide meine immer per Hand oder halt mit Muskelkraft. Ihr könnt sie natürlich auch mit der elektrischen Heckenschere schneiden. Für den Feinschliff verwende ich allerdings gleich eine kleinere Schere. Ja, und bei dieser Eibe, da müssen die ganzen einzelnen Polster halt wieder in Form geschnitten werden. Und dazu lege ich meine Schere hier einfach mal so oben drauf und zack, schneide sie halt wieder zurück. Wie bereits erwähnt, für den Formschnitt nehme ich nachher eine kleinere Schere. Ich hoffe, ich bin jetzt auch noch so einigermaßen im Bild. Und die Eibe ist an für sich auch eine richtig robuste Gartenpflanze oder auch super als Bonsai geeignet. Die hat allerdings einen Nachteil, die ist leider giftig. Was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Ja, dass sie giftig ist, habe ich jetzt bereits erwähnt. Wenn ich das Grün hier nachher wegräume, dann ziehe ich auch mal sicherheitshalber Handschuhe an. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Und die kann man auch bis auf den Boden sogar zurückschneiden. Die treibt wieder aus, die Eibe. Also ist wirklich ein tolles Gehölz. Gelegentlich kann bei ihr mal etwas vertrocknen. Ist aber nur gelegentlich, ist jetzt in meinem Fall noch nicht so dramatisch gewesen. Und wie gesagt, die Schere hier einfach so oben drauf legen und dann halt in Form schneiden. Genauso würde ich das dann auch bei so einer Kugelform machen oder wenn man eine viereckige Form hat. Immer die Schere so drauflegen und dann einfach wieder zurückschneiden bzw. in Form schneiden. Ich bin gerade am Überlegen, was ich euch noch erzählen kann zu der Eibe. Ach ja, die hier wird im Laufe der Zeit zu einem Niwaki erzogen. Ist im Prinzip ein riesiger Gartenbonsai. Wobei Bonsai sind eigentlich, wenn man es jetzt ganz pingelig sieht, immer Bäume, die in einer Schale wachsen. Und das ist ja jetzt hier bei der definitiv nicht der Fall. Die müsste jetzt auch mittlerweile, lasst mich mal überlegen, ich schätze mal, die ist so an die, also über 10 Jahre müsste sie eigentlich sein. Weil mein Teich ist jetzt auch 10 Jahre alt und ich meine, ja sagen wir mal so 13, 14 Jahre ist er alt. Und dann werde ich das Ganze aber jetzt gleich auch mal für euch beschleunigen. Weil so viel kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr dazu erzählen. Und bis die hier ein richtiger Niwaki geworden ist letzten Endes, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ich ändere auch nachher mal die Perspektive für euch, weil das hier ganz oben könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Da muss ich noch den Abschluss im Laufe der Zeit ausformen. Mal gucken, wann ich damit mal irgendwann mal fertig bin. Aber ist man jemals überhaupt fertig mit einem Niwaki oder mit einem Bonsai? Ich glaube eher weniger. Die einzelnen Polster habe ich im Übrigen auch so gestaltet, dass halt hier überall auch ausreichend Licht hineingelangen kann oder halt hinkommen kann. Ja, und die Eibe, die wird bei mir so, ich sag mal so 2 bis 3 Mal im Jahr geschnitten. Das ist allerdings jetzt dieses Jahr, muss ich gestehen, der erste Haarschnitt, weil ich hatte letzten Endes einfach keine Zeit, sie in Form zu schneiden, weil ich bin jetzt nebenbei auch noch dabei, ja, den Garten nach und nach umzuändern. Es wird auch irgendwann mal wieder einen Gartenrundgang geben. Aber das möchte ich erst machen, wenn ich soweit den Garten hier in Schuss habe. Jetzt geht es hier wieder los, ne? Und dann schneide ich jetzt mal die einzelnen Polster weiter fröhlich in Form. Ich zeige euch jetzt noch mal etwas genauer, wie ich die einzelnen Polster zurückschneide. Die Schere hier wirklich erst einmal drauflegen und zack, abschneiden. Ne, mit allen Formen kann man das so machen, eckig, rund, was es halt alles so gibt. Eiben, die kann man wirklich auch toll in Form schneiden. Was so Krankheiten angeht, habe ich jetzt bei meinen Eiben toi 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 bisher noch keine Probleme gehabt. Außer, dass halt mal über den Winter hier so ein einzelner Ast halt abgestorben ist. Oder halt hier im Inneren, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, da sind so ein paar pisselige Äste, die werden aber nachher mit der kleineren Schere und wahrscheinlich mit der Konkavzange hinausgeschnitten werden. Ich muss das hier auch noch mal etwas anders formen, was halt jetzt möglich ist. Ja, wie gesagt, man ist mit so einer Pflanze sowieso nie fertig.
Dann hast du wieder neue Ideen. Und was ich nachher auch noch rausarbeiten werde, bei den Bonsai zum Beispiel, da möchte man auch immer mal, oder was heißt immer mal, man möchte auch gerne hier den Stammbereich sehen können bei einem Bonsai. Und das habe ich mit der Eibe auch vor. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Bereich hier ist jetzt die Front, also das sehe ich dann von meiner Terrasse aus. Und ich bin manchmal hin und her gerissen, ob ich dieses Polster komplett entfernen möchte oder halt nicht. Hätte halt den Vorteil, ich würde mehr von diesem schönen Stamm sehen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das sind Entscheidungen, die treffe ich irgendwann mal. Den würde ich dann auch mit einer Mini-Kettensäge absägen. Ja, weil per Hand das Eibenholz, das ist ein richtig kräftiges Holz. Das hat man auch früher zumindest, ich weiß nicht wie es heute ist, aber auch für Bögen verwendet. Ich glaube, man nennt das auch teilweise Hexenholz. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. Aber das wird auch für Bögen verwendet. Die können auch ultra alt werden, die Eiben. Ich habe hier eine im Garten, 60 Jahre mit Sicherheit. Die muss auch in Form geschnitten werden, aber ob ich das filmen kann, ich zeige die euch am Ende des Videos, ist echt ein Problem. Da hat sich jetzt gerade ein kleiner Dschungel ausgebildet. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das richtig einfangen kann. Die hatte ich schon mal zurückgeschnitten, aber das ist dann auch eher eine Aktion im späteren Zeitraum, weil in der ganz großen könnten auch Vögel brüten. Und darauf sollte man jetzt sowieso achten, wenn man seine Hecken in Form schneidet. Immer erst kontrollieren, ist da irgendwas drin am Nisten? Wenn ja, lässt man es natürlich in Ruhe. Und wenn nein, kann man die halt wieder in Form schneiden. So mache ich das jedenfalls. Radikale Rückschnitte sind ja sowieso erlaubt von... ich muss gestehen, ich bin ein bisschen außer Atem. Radikale Rückschnitte sind erlaubt, jetzt lass mich mal überlegen. Ich meine von Oktober bis Ende Februar oder November. Ne, aber trotz alledem immer mal sicherheitshalber gucken, ist da irgendwas am Brüten. Das will man ja auch nicht. In meinem Gemüsehochbeet, da hatten nämlich letztens Rotkehlchen genistet. Das war echt toll. Ich bin auch noch am Warten, weil bevor ich das Nest entsorge, oder was heißt entsorgen, ich warte halt darauf, dass die jetzt ein zweites Mal brüten. Wir lassen das komplett in Ruhe. Ich hatte auch den Zeitpunkt mitbekommen, wo sie halt flügge geworden sind, damit die Hunde da nicht im schlimmsten Fall irgendwie an die Rotkehlchen gehen. Ja, hier wollte meine Schere gerade nicht. Die Schere ist aber auch, um ehrlich zu sein, auch schon 10 Jahre ist die mit Sicherheit auch schon. Das ist meine absolute Lieblingsheckenschere. Und gleich die kleine, die kommt. Ich mache jetzt hier zwar ungern Werbung, aber die sind von Okazune. Also wirklich ein toller Scherenhersteller. Packe ich nachher auch mal mit in die Videobeschreibung ein, was ich halt an Scheren verwendet habe. Und vor allem, was ja auch immer wichtig ist, wie man die Scheren auch mal reinigen kann. Ne? Hier ist jetzt schon wieder total dreckig. Ich habe auch einen Schleifstein dafür oder einen Wettstein. Und ich gebe jetzt hier mal wieder Gas. Ist aber auch toi 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 schön warm geworden. Wirklich jetzt endlich mal heute Sommer. Aber ihr merkt es an meiner Aussprache, ich bin ein bisschen uiuiui. An den Stellen bin ich dabei, neue Polster auszubilden. Ich habe mich bis heute noch nicht entschieden, wie hoch die Eibe letzten Endes auch mal werden soll. Ich bin immer am Überlegen, ob ich die auf einer Höhe belasse, ja, wo ich halt noch ohne Leiter dann halt letzten Endes auch mal drankommen kann. Und ich muss das jetzt hier leider per Hand filmen. Ich zeige euch mal, wie ich jetzt ein neues Polster gestalte. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier so einigermaßen hin. Der hier kann weg. Hier schön flach abschneiden. Stellenweise hatte ich die auch gespannt. Ich hatte dann einfach so eine Schnur genommen, womit man eigentlich hier Wäscheleinen spannt. Na, sind wir noch im Bild? Ja, schlecht im Bild. Hier wirklich einfach so flach abschneiden. Und wer halt möchte, ja, mal eben wieder scharf stellen. Ist jetzt hier wirklich nicht einfach. Und wer halt möchte, kann das dann hier noch so nach unten hin wegspannen. Sorry für die Filmqualität gerade, aber ich habe nun mal keinen Kameramann oder Kamerafrau oder wie auch immer. Aber ich denke,
So konntet ihr jetzt hoffentlich ganz gut verstehen. Diese kleinen Pisselzweige lasse ich wahrscheinlich noch dran. Kann auch gut möglich sein, dass ich die noch abschneiden werde. Wobei hier ist ja die Front. Das kann weg. Der hier kann auch weg. Der wäre zu nah an dem hier letzten Endes dran. Ne? Da haben wir auch noch einen. Wenn man dann auch viel zu viel Zweige hier so beieinander lässt, dann bilden Pflanzen oftmals auch so, ich nenne es mal Knubbel aus. Sieht dann nicht so nice aus. Die hier können auch eigentlich weg, die brauchen wir nicht. Ich bräuchte mehr hier auf der Rückseite. Da könnte noch ein Polster entstehen. Das ist jetzt echt gerade blöd zu filmen. Ne, wenn hier mal was wächst, an der Stelle, das lasse ich so, wie es ist. Und ja, wie gesagt, hier oben, ich weiß noch nicht, wie hoch die mal werden soll. Muss ich mal gucken. Hier, das können wir auch noch abschneiden. Na, sollte ich vielleicht auch filmen, ne? Das können wir hier auch noch abschneiden. Ich müsste mir mal so eine Helmkamera vielleicht holen, ne? Das wäre auch was. Zweige, die so nach unten hin wegwachsen, nehme ich hier komplett an der Basis weg. Das mache ich jetzt auch gleich mit den anderen Polstern so. Wo haben wir hier mal ein gutes Beispiel? Hier zum Beispiel. Diese Zweige, ja, die Sonne scheint, die so nach unten hin weggehen, die nehme ich jetzt gleich komplett an der Basis weg. Ich drehe das hier mal ein bisschen für euch. Ne, die hier so nach unten hingehen, die kommen gleich mit der kleinen Schere weg. Und da oben werde ich aber im Zeitraffer gleich auch für euch weiter filmen. Dann gehen wir jetzt mal zu den Detailarbeiten. Dickere Zweige nehme ich mit meiner Konkavzange weg. Alternativ kann man aber auch genauso gut eine kleine Säge beispielsweise verwenden. Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr von dem Stamm hier nachher sehen können. Weil dieser Bereich hier, der gefällt mir persönlich jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich werde aber jetzt ja auch ein bisschen Gas geben für euch, weil das wird jetzt hier auch eine Weile dauern, bis ich wirklich die Detailarbeiten letzten Endes abgeschlossen habe. Na, willst du wohl? Der will gerade nicht, wie ich möchte. Auch hier so Triebe, die ich halt nicht benötige, direkt an der Basis wegnehmen. Ne? Da will ich ja nicht noch irgendwie ein Polster im Laufe der Zeit haben. Und wie bereits erwähnt, alles was so komisch nach unten hin wegwächst, wegnehmen. Also mache ich jedenfalls so, ne? Bleibt ja jetzt letzten Endes immer jedem selbst überlassen, wie er so ein Bäumchen gestalten möchte. Aber ich will den ja als Niwaki gestaltet haben. Ich habe jetzt meine Eibe soweit fertig geschnitten. Noch mehr werde ich jetzt nicht an ihr arbeiten. Ja, und größere Schnittstellen, die lasse ich jetzt einfach von ganz alleine heilen. Da wird jetzt nicht irgendwie eine Wundpaste oder halt sonstiges Material aufgetragen werden. Ja, und diese Stelle hier, die habe ich neu gestaltet. Die wird auch im Laufe der Zeit von alleine halt wieder, ich sag mal, zuwachsen. Auch hier habe ich so einen kleinen Bereich, den habe ich umgestaltet. Aber ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall zufriedener mit dem Ergebnis. Ich werde sie auch gleich nochmal von allen Seiten filmen, dann könnt ihr das auch nochmal ein bisschen besser sehen. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Für mich folgt ja jetzt hier noch der blöde Teil, das hier alles wegräumen. Also das ist immer das Schlimmste, wie ich finde. Ich persönlich schneide ja lieber und am liebsten würde ich das aber nicht wegräumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer, naja, ganz gut. Ach ja, und wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mich dann halt jetzt mal definitiv verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.
Im Hintergrund seht ihr gerade meine ganz alte Eibe. Die muss auch definitiv mal in Form geschnitten werden, aber ich muss die erstmal überprüfen, ob da halt vielleicht Vögel drin am Nisten sind.